Wir sind wieder unterwegs und präsentieren heute wieder in unserem Format Launch Test eine echt coole Launch. Die Launch heißt hier Orient Club Launch und ist beim Priority Pass auch schon sehr, sehr gut bewertet. Wir machen heute den Test, wie das Ganze hier aussieht. Seid gespannt und bleibt auf jeden Fall dran. Kommen wir zum Punkt 1, Zugang und Check-in. Doch, es lief relativ zügig. Also wenn du vorbereitet bist, haben die den Priority Pass gescannt, deinen Boarding Pass und du konntest dann rein. Haben dazu auch gleich den WLAN-Pass gegeben. Wir haben vielleicht 2-3 Minuten gewartet und konnten dann direkt in die Lounge gehen. Also von daher für den Zugang und Check-in-Prozess volle Punktzahl, 1 Punkt. Kommen wir zum zweiten Punkt, Atmosphäre und Design. Es ist modern, also man hat so eigene Nischen, es gibt einen offenen Bereich, man kann sich etwas zurückziehen. Alles sehr, sehr modern gehalten, alles sehr, sehr groß und trotzdem irgendwie cool gemacht. Also für Atmosphäre und Design gibt es einen vollen Punkt. Sitzmöglichkeiten. Es gibt eine riesen Auswahl an Sitzmöglichkeiten. Also so viele Sitzmöglichkeiten haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. Es gibt Arbeitsplätze, es gibt Lounges, so richtige Sessel, in denen ich jetzt zum Beispiel auch hier sitze. Es gibt, ich glaube, 6 oder 8 solcher Liegesessel. Es gibt Massagesessel. Es gibt ganz normale Tische. Wenn du auch mit einer großen Familie unterwegs bist, gibt es ja auch sogar einen ganz, ganz großen Tisch, wo du dich hinsetzen kannst. Es gibt Arbeitsplätze mit Steckdosen. Also Riesenauswahl an Sitzmöglichkeiten, von daher auch dafür eine volle Punktzahl. Kommen wir zum vierten Punkt, Ruhe- und Lärmpegel. Es ist voll, aber es ist trotzdem für die Lautstärke und für die Leute hier, es ist relativ ruhig. Aber eine Sache, die wirklich stört, die sagen hier wirklich jeden Flug durch, der Final Call hat, der gerade mit seinem Boarding beginnt. Immer so leicht im Hintergrund hast du immer dünn, 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 dünn. Das ist ein bisschen nervig und natürlich hörst du jetzt auch gerade die Küche, also egal wo du jetzt sitzt, hört man immer so ein bisschen die Küche, das Geplänkel. Es ist halt viel los, deswegen gibt es für Ruhe- und Lärmpegel nur einen halben Punkt, weil das doch schon relativ laut ist und halt die ganze Kulisse mit den Durchsagen ist halt schon ein bisschen nervig. Kommen wir zu Punkt 5, Essen und Getränke. Wir kennen das aus anderen Lounges, an Vietnam und Thailand. Das Essen ist einfach mega. Also du hast unterschiedliche Suppen. Wir haben schon 2 oder 3 Suppen probiert. Du hast hier Dumplings, du hast hier frisches Obst, du hast Weine, hast du hier, keine Spirituosen. Also ich habe es zumindest noch nicht entdeckt. Aber eine riesen Auswahl an Essen und Getränken und schmeckt auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Von daher für Essen und Getränke einen vollen Punkt. Kommen wir zu Punkt 6. Service. Mega. Auch wenn es laut ist und die arbeiten, hört man, dass man sie arbeiten und man sieht auch, dass sie arbeiten. Also Service ist hier wirklich tipptopp. Ich war zum Beispiel duschen und da gab es einen vollen Service mit Anmeldung, zwar an, drum und dran, aber der Service sehr, sehr freundlich. Auch der Check-in-Bereich war sehr, sehr freundlich. Die Leute hier machen hier die ganze Zeit sauber. Also die ganze Zeit kommt jemand rum und sammelt Besteck und Teller ein. Ich glaube, man hört das. Also von daher auch dafür einen vollen Punkt. Punkt Nummer 7. Sauberkeit und Hygiene. In asiatischen Ländern, zumindest in den Lounges, war das immer so, dass die Lounges immer sehr sauber waren. Und das ist auch hier der Fall. Also egal, wo du hinguckst, es ist sehr, sehr sauber gehalten. Egal, wer gerade aufgestanden ist, kurz danach machen die sofort sauber, wischen rüber. Also hygienisch wirklich tipptopp. Auch die Bäder sind sehr, sehr sauber. Angenehmen Geruch auch, also Parfum wird da ausgesprüht. Und das gleiche auch in den Duschen. Wirklich sehr, sehr sauber, offen, sehr lichtdurchflutet hier. Also es ist wirklich sehr angenehm hier zu sein. Deswegen gibt es für Sauberkeit und Hygiene auch einen vollen Punkt. Arbeitsmöglichkeiten, auch ein voller Punkt. Also es gibt große Tische, wo du arbeiten kannst, deinen Laptop anschließen kannst. Es gibt auch sogar jetzt hier in diese Lounge, also in dem Lounge-Bereich hier, in dem ich gerade bin, hier unten, Steckdosen, in denen du dich einfach anschließen kannst und im Prinzip arbeiten kannst. Ganz bequem hier in diesen Lounges. Es gibt auch noch einen iMac, den du nutzen kannst und auch Sachen ausdrucken kannst. Und daher eigentlich für Arbeitsmöglichkeiten eine volle Punktzahl. Und auch, was ganz wichtig ist, das WLAN hier wirklich erste Sahne, super schnell und funktioniert. Kommen wir zu Punkt Nummer 9, Unterhaltungsmöglichkeiten. Also es gibt Zeitschriften, es gibt Fernsehen, ein Board, was die ganze Zeit hier die Flüge anzeigt. Grundsätzlich so das ganze Musik im Hintergrund. Also es gibt keine Spiele, das gibt es nicht. Also für Kinder ist hier nicht gesorgt, aber es reicht völlig aus. Die Kinder können sich mit dem iPad beschäftigen oder sowas, dann können sie es anschließen, egal wo. Also von daher für Unterhaltungsmöglichkeiten ein voller Punkt. Besondere Annehmlichkeiten, also Duschen, mega gut. Also wirklich sehr, sehr schöne Duschen, sehr angenehm.
nach jedem Duschgang werden die sauber gemacht. Du musst dir einen Termin buchen, damit du dann rankommst. Also so in einer halben Stundentaktung ist das ungefähr immer, dass du dann dementsprechend duschen kannst. Es gibt Massagesessel, es gibt solche Liegesessel, die ich schon erwähnt habe. Und was auch ganz cool ist, so ein kleines Laufrad, Sitzrad, wie man das auch nennt, um seine Beine ein bisschen zu vertreten, ein bisschen zu trainieren nach einem Langflug. Also auch dafür besondere Annehmlichkeiten, einen vollen Punkt. Ich hatte gehofft, die Lounge punktet bei allen Punkten, aber tatsächlich bei 1, 2 Punkten jetzt nicht. Auch dementsprechend bei der Aussicht hier. Auf der anderen Seite der Lounge gucke ich auf die Schnellstraße, was auch ganz interessant ist, so die ganzen Bewegungen in Taiwan mal zu beobachten. Für Flugzeugliebhaber ist das nichts, weil du kein Flugzeug hier siehst. Deswegen dafür einen halben Punkt Abzug, weil du hast entweder halt ein Gebäude oder halt eine ganz coole Straße, Schnellstraße, die du dann beobachten kannst. Kommen wir zum letzten Punkt. Wir sind hier zwischen den C- und D-Gates. Das Ganze ist hier relativ groß. Also das Ganze ist auch mit so ganz vielen Shops verbunden. Das heißt Gucci, Armani und auch die ganzen anderen bekannten Marken sind hier vertreten. Wirklich mit jeder Marke ist hier vertreten. Also wirklich jede Marke ist hier vertreten. Deswegen kann man da so ein bisschen langschlendern. Wir haben es aber auch nicht weit zu unserem Gate. Das heißt, müssen dann gleich noch zu D1. Das sind ungefähr 5 Gehminuten von hier aus. Deswegen gibt es dafür von meiner Seite auch einen vollen Punkt. Es ist übersichtlich, man kommt relativ schnell hin, besser geht's nicht. So, kommen wir zum Fazit dieser Lounge. Ganze 11 Punkte hat diese Lounge, also wirklich eines der wohl besten Lounges, in denen wir waren. Auch die Bewertung bei Priority Pass haben uns nicht enttäuscht, also von daher 11 Punkte von meiner Seite aus. Die Lounge können wir wirklich sehr ans Herz legen. Uns hat es hier sehr, sehr gefallen, also wirklich sehr, sehr gut. Kommt auf jeden Fall hierher, wenn ihr in Taipei seid, beziehungsweise Taiwan. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Like gerne dieses Video und bis zum nächsten Mal.